MRT-Anwendungen können von Methoden der künstlichen Intelligenz an vielen Stellen unterstützt werden. Sei es bei der Bestimmung der Einstellungen für einen MRT-Scan. Expertinnen nennen diese Einstellungen Sequenz und Protokoll. Das Protokoll ist sozusagen das Feintuning der Sequenz, um genau die Bedürfnisse und Besonderheiten des jeweiligen Patienten zu treffen, oder bei der Rekonstruktion der Scanbilder aus den empfangenen Signalen. Man kann die Herausforderungen eines MRT-Scans auf zwei Ebenen unterteilen. Zum einen die Passung an die Situation. Welcher Patient, welches Körperteil, welche Fragestellung, und zum anderen die technischen Herausforderungen bei der Berechnung der Bilddaten aus den aufgenommenen Daten. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass jeder Patient unterschiedlich ist, sei es physisch, der Körperbau, Fett, Wasseranteile, aber auch psychisch, kann ich lange still liegen, stresst mich das Stillliegen im MRT, habe ich Angst vor den Geräuschen in der Röhre? Und die Anforderungen an das Bild ebenfalls stark variieren können. Welche Gewebearten möchte ich am besten unterscheiden können, welche interessieren mich weniger, wird klar, dass es eine schwierige Aufgabe ist, unter den unendlich vielen Sequenzen, das waren die Einstellungen für den MRT-Scan, genau die richtige für die Situation und den jeweiligen Patienten zu finden. Dies erfordert viel Erfahrung und Zeit auf Seiten des medizinischen Fachpersonals. Gleichzeitig wird durch die oft nur beschränkt vorhandene Zeit im klinischen Alltag auf bekannte, bereits oft genutzte Sequenzen zurückgegriffen, die häufig eine gute Lösung für die Situation darstellen, jedoch vielleicht noch verbessert werden könnten, um so eine komfortablere und präzisere Untersuchung des Patienten zu ermöglichen. Wir sehen Potenzial der Anwendung in mehreren Szenarien. Zum einen ist hier der klassische klinische Alltag zu nennen. Während die Radiologen vor Ort aus vorhandenen Sequenzen wählen können, um der diagnostischen Fragestellung am besten gerecht zu werden, ist es möglich, dass die optimale Sequenz so nicht am Scanner vorhanden ist oder bisher sogar noch gar nicht existiert, da sie nicht in die üblichen Kategorien passt. Die in Kimby entwickelte Methodik kann in diesen Situationen dabei helfen, eine passgenaue Sequenz zu finden, um den Gesamtprozess so zu verbessern. Es kann gemeinsam mit dem erfahrungsgetriebenen Wissen des medizinischen Fachpersonals dazu beitragen, eine bessere und optimale Sequenz zu finden. Gleichzeitig ist ein wichtiger Aspekt die barriereärmere Lehre durch leichtere Zugänglichkeit. Nicht überall kann die gesamte komplexe Bildgebung gezeigt und gelehrt werden. Kimby kann hierbei unterstützen, indem es durch eine KI-gestützte Simulation und Rekonstruktion auch ohne tatsächliche Scans es erlaubt, Sequenzen auf ihre Eigenschaften hin zu untersuchen. Zu guter Letzt kann durch die von Kimby automatisch geleistete Sequenzoptimierung auch in Regionen mit wenig verfügbarem Fachpersonal die wichtige Diagnostik eines MRTs ermöglicht werden. In unserem Projekt entsteht durch den Einsatz von KI keinerlei Risiko für den Patienten oder das medizinische Personal. Zum einen sind physikalische Grenzen in unser System eingebaut, sodass der Algorithmus keine Vorschläge außerhalb dieser Grenzen macht. Noch viel wichtiger ist aber, dass die Vorschläge unseres Systems immer erst von einem Radiologen überprüft werden, bevor sie am Gerät ausgeführt werden. Unser System arbeitet also mit dem sogenannten Human in the Loop. Der Mensch trifft weiterhin die Entscheidung und kann auch seine fachliche Expertise einbringen. Das System unterstützt lediglich und macht Out-of-the-Box-Vorschläge. Dieses Projekt ist ein stark interdisziplinäres Projekt. Unsere Projektpartner, das Fraunhofer Mewis und die Physik der Universität Bremen, liefern nicht nur das dringend benötigte Domänenwissen für eine passgenaue Entwicklung unserer Methoden, sondern entwickeln neuartige Methoden zur Simulation und Rekonstruktion von MR-Sequenzen. Gleichzeitig bietet das Fraunhofer Mewis die einzigartige Möglichkeit, MR-Sequenzen real zu testen. Zusätzlich bietet es mit der Eigenentwicklung Gamma-Star die Möglichkeit zur Entwicklung von herstellerunabhängigen Sequenzen. Das DFKI-CPS unter der Leitung von Rolf Drechsler übernimmt die Entwicklung der Methoden im Bereich der künstlichen Intelligenz und arbeitet dabei eng mit den Kooperationspartnern zusammen. Wenn man das reine Konzept betrachtet, ein ganz klares Ja. Es gibt in vielen Anwendungsgebieten die Situation, dass man ein bestimmtes Ziel erreichen möchte und dafür die richtige Einstellung sucht. Ein Beispiel dafür ist die Optimierung der Legierung und Erhitzungsprozesse in der Stahlentwicklung.
Häufig werden Stähle mit ganz bestimmten Eigenschaften gesucht, für die dann passgenaue Legierungen entwickelt werden müssen. Wichtig ist jedoch für jede Anwendung, dass immer die genauen Eigenheiten und Besonderheiten der jeweiligen Domäne und des spezifischen Falls beachtet werden müssen. Keine Optimierungslösung ist wie die andere, auch wenn sie einem ähnlichen Konzept folgen. Deswegen ist jedes neue Anwendungsprojekt eine spannende Herausforderung.